das teleologische oder das Designargument, je nachdem, welche Sichtweise das man darauf nimmt, sieht wie folgt aus. Prämisse 1. Wenn etwas ein komplexes und zielgerichtetes Design hat, dann gibt es einen Designer. Prämisse 2. Das Universum ist komplex und zielgerichtet gestaltet. Und daraus die Konklusio, darum hat das Universum einen Designer. Ich mache davon eine kleine Abwandlung, nenne es das Biologie-Argument und nehme dazu als Beispiel Katzen. Wie ist es möglich, dass im Katzengehirn Programme zeitgesteuert aktiviert werden? Und kann man eine Katze programmieren? Um diese Frage versuchen zu beantworten, brauchen wir erstmal ein bisschen Theorie. Die DNA besteht aus sogenannten Nukleotiden. Das sind chemische Verbindungen. Und wir nehmen hier die RNA als Beispiel, nicht die DNA, weil die RNA für die Erstellung von Proteinen zuständig ist. Und hier haben wir die 4 Nukleotiden: Adenosin, Uracil, Cytosin, Guanin. Ein Nukleotid kann in 2 Bit dargestellt werden. Wie gesagt, es ist eine Darstellung, nicht die Realität. Hier haben wir die Kombination 00, 01, 10, 11. Damit haben wir 4 verschiedene Darstellungsmöglichkeiten und können auch damit die 4 A, U, C und G darstellen. Wir haben nun ein Codon, das besteht aus 3 Nukleotiden. Und die bilden wir ab mit 3 mal 2 Bit. Wir haben damit 6 Bit für ein Codon. Und mit diesen 6 Bit können wir im Binärsystem 2 hoch 6 Werte, das sind 64, abbilden. Und was jetzt kommt, kennen viele noch aus dem Biologieunterricht vielleicht. Das ist die sogenannte Codesonne, die bildet diese 64 Werte ab, immer 3 Nukleotiden, die dann quasi auf eine Aminosäure, auf eine der 20 essentiellen Aminosäuren zeigt. Man kann hier wunderbar sehen, es gibt Redundanzen. Einige Aminosäuren sind vierfach adressierbar, einige nur einfach, wie hier zum Beispiel. Hier ist ein sogenanntes Stopp-Signal, um den Bau eines Proteins zu beenden, und weiter unten, nicht ganz gut sichtbar hier, haben wir ein Startsignal. Das ist Methionin. Ja, keine Angst, der Theorieteil ist bald geschafft, aber wir müssen noch schnell anschauen, wie die Katzen-DNA aussieht. Die hat nämlich 38 Chromosomen. Da sie doppelt sind, sind das 19 Paar Chromosomen. Die bestehen aus insgesamt ungefähr 22.000 Genen und von denen sind circa 20.000 proteinkodierend, nennt man das. Und diese 22.000 Gene erstellen dann eine Katze mit folgenden Beispielen an Programmen.
Nun fragen wir uns, wie das aus informationstechnischer Sicht aussieht. Wir nehmen die übliche Schätzung 300 Codons pro Gen. Wie wir von vorhin wissen, haben wir insgesamt 22.000 Gene in der Katze, respektive in der Katzen-DNA. Und der Rest ist Mathematik. Wir rechnen das zusammen, multiplizieren das. Da bekommen wir 6.600.000 Codons für die Katzen-DNA. Und wir wissen, ein Codon besteht aus 3 Nukleotiden. Und da haben wir vorhin gesehen, das sind 6 Bit. Und wir multiplizieren das und erhalten dann 39,6 Millionen Bits. Das lässt sich dann einfach umrechnen und wir erhalten 4,7 Megabyte an Daten. Oder ich muss sagen Daten und Programme. Mit anderen Worten, ein Programmierer müsste das mit 4,7 Megabyte hinkriegen. Und genau dies machen wir jetzt mal zur Aufgabe. Aufgabe an den Programmierer: erstelle eine Katze, ein Katzenprogramm mit maximal 4,7 Megabyte für Daten und Programme. Die Katze muss automatisch gebildet werden, aus einer DNA-Doppelhelix und von einer Anfangszelle aus. Sie muss sich selbstständig vermehren, reproduzieren und mit fast unendlicher Variabilität, denn wir haben ja nicht nur Hauskatzen, Miezekatzen mit allen Rassen und Farben, sondern auch Löwen, Tiger etc. Und Next Level ist schon Boss Level. Man darf nur zufällige Variablenwerte verwenden für die Codons und ebenso erhält jede Generation an Katzen zufällige Mutationen an den Codons. Aber du weißt nicht sofort oder in der nächsten Generation bereits, ob das irgendein Vor- oder Nachteil darstellt für die weitere Überlebensfähigkeit. Und falls der Programmierer noch nicht genug hat, da kommt noch was drauf. Boss Level 2. Die Katze muss sich aus irgendeinem Einzeller oder Urwesen zufällig entwickeln. Und das allerletzte Impossible Level, nicht das allerletzte, aber fast, die Nukleotide dafür müssen selber hergestellt werden oder gefunden, erfunden werden und das ebenfalls durch zufällige Mutationen ausschließlich. Dazu kommt noch Epigenetik, Transposonen, regulative Gene und so weiter. Also mehrschichtige dynamische Metaprogrammierung. Ja, das kann dauern. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, denn in Wirklichkeit wäre es noch viel, viel schwieriger als nur zu versuchen, 6 Millionen Codons richtig zu würfeln. Die irreduzible Komplexität muss berücksichtigt werden. Zum Beispiel bringt das Auge keinen Überlebensvorteil, solange es nicht vollständig funktioniert. Und wenn wir uns eine einzelne Zelle anschauen, ist sie so unendlich komplex. Es ging mir hier wirklich nur darum zu zeigen, wie komplex die Programmierung sein müsste. Jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass es unmöglich ist. Ein Naturalist wird ziemlich sicher diesen Einwand bringen, dass die Evolution Milliarden Jahre Zeit hatte, diese Komplexität zu erschaffen. Ich gehe in aller Kürze darauf ein, ohne den Anspruch, hier die Evolutionstheorie widerlegen zu wollen. Also rechnen wir mal, das älteste Fossil einer Katze ist vor 6 Millionen Jahren, radiologischen Jahren, entstanden. Mit einer Generation, alle 2 Jahre hat man dann 3 Millionen Generationen an Katzenvorläufern. Nun ist die gängige Theorie so, dass es 700 Millionen Jahre gedauert hat, bis die Katzen entstanden sind aus ihren Vorläufern. Die Entwicklung wäre von 10 nach 20.000 Genen gewesen. Ja, deswegen sucht euch nach einer Formel, die ausdrückt, wie viele Individuen es gibt, wenn man berücksichtigt, wie viele Mutationen positiv sind, wie viele spezielle Genverschiebungen positiv sind, um beispielsweise Transposonen zu erhalten. Und das ist alles sehr, sehr großzügig geschätzt. Ja, ChatGPT hat diese Formel geliefert. Scheint mir sehr optimistisch zu sein. Tja, und mit dieser Rechnung kommen wir auf 200.000 Milliarden Katzen oder besser Katzenvorläufern. Es müssten Übergangsformen sein. Das ist ganz wichtig.
Wenn man so nachschaut, wird damit gerechnet, dass nur wenige Exemplare fossilisiert werden. Man geht von einem Fossil pro Million Individuen aus. Aber auch dann müsste man 200 Millionen Fossilien erwarten in den Erdschichten. Und nochmal, es geht um Übergangsformen hier, also irgendwelche Säugetiere, die mal Katzen werden. Zudem dürfen wir die genetische Entropie nicht vergessen. Das heißt, es findet eine Degeneration statt und keine Evolution. Und weiterhin ist Programmierung ein zielgerichteter Vorgang, während durch zufällige Mutationen die Wahrscheinlichkeit, ein solches Programm durch Zufall zu erreichen, gegen Null geht. Um dies vielleicht besser klar zu machen und eindrücklich zu verdeutlichen, zeige ich ein paar Animationen des WHI.TV-Kanals. Das sind realistische Computeranimationen. Die molekularen Maschinen sehen tatsächlich so aus und funktionieren so. Und sie sind in jeder unserer Zellen vorhanden und arbeiten genau so, eigentlich noch viel schneller. Das lässt wirklich auch die härtesten Atheisten unter den Zellbiologen nur noch staunen. Viel Spaß damit. Ich verabschiede mich und melde mich bald wieder mit dem Kalam-kosmologischen Argument. Dieses Video sollte dann einiges kürzer werden und bis dann habe ich hoffentlich besseres Audio-Equipment. Gottes reichen Segen und bis dann.